Wenn der Golf brennt, rollt Georgien. Und die Hera, die sieht das entspannt wie ein normaler Georgier und auch wie ich. Und jetzt will ich trotzdem mal wissen, warum ist das denn so? Hier geht es doch gerade um ein ganz großes Problem, nämlich das Öl, richtig? Öl ist nicht das Problem. Wie jetzt? Das ist zwar in aller Munde, das ist nicht die Baustelle. Wir fangen mal nur mit den Flugverbindungen an. Du siehst hier, das geht alles über Georgien. Also, wir haben noch eine Route nördlicher, die geht über Russland. Und das heißt, du hast noch zwei Alternativen, wenn du das hier guckst, wenn du jetzt hier Georgien siehst, wenn du hier in den Osten fliegen willst, ist Wurst, wo du hin willst. Australien, Neuseeland. Du kannst mir sagen, jedes Land, es gibt zwei Routen. Das sind sich die Leute nicht bewusst. Also so schnell wie jetzt quasi Öl ein Problem wird und die Leute sich ergelstert haben, weil sie in Dubai nicht mehr nach Hause fliegen konnten, so schnell werden die Leute im asiatischen Raum festsitzen, weil sie keine Flüge kriegen. Es kann ohne weiteres sein, wenn ja der böse Russe Georgien besetzt, dann ist ein Überflug von Georgien auch nicht mehr machbar. Ach so. Also wir haben, wenn ich das richtig verstehe, aktuell kommen wir von Ost nach West und von West nach Ost nur noch über Georgien oder über Russland. Ja. Und rein, ich sag mal, mental in der westlichen Welt ist es ja so, dass es über Russland sowieso nicht geht. Bleibt noch, Georgien. Das sind die aktuellen Flugverbindungen, die jetzt aktuell in der Luft sind. jetzt haben wir jetzt eigentlich nicht nur die Sache, den Engpass auf der Flugroute, sondern auch noch auf der Meeresroute, richtig? Genau. Das hast du ja vorhin kurz angerissen. Genau. Und da haben wir ja auch nur ein oder zwei Wege. Ja, wir haben da auch verschiedene Sachen offen. Alles schreien jetzt, ja, das Öl wird teurer. Wird nicht das Problem werden. Öl haben wir genug. Die Schwierigkeit ist, dass dieser arabische Raum oder diese Golfstaaten für einen großen Teil der Schwefelsäureproduktion verantwortlich sind. Schwefelsäure, also ich weiß, dass es stinkt. Was kannst du mir dazu noch sagen, warum das so wichtig ist? Also Schwefelsäure ist das Symbol oder die Chemikalie, die am meisten benutzt wird in der Industrie. Es ist nicht nur Landwirtschaft, es ist auch Pharma. Okay. Es ist Reinigung, es sind wirklich, Schwefelsäure brauchst du an so vielen Orten. Und wenn du zum Beispiel umweltfreundlich Uran abbauen möchtest, dann brauchst du Schwefelsäure. Und wenn du Schwefelsäure hast, kannst du eine Flüssigkeit runterlassen. Da muss nicht mal ein Mensch runter. Und dann pumpst du das wieder hoch und dann hast du quasi das Material, das dehydrierst, das verarbeitest du. Das ist nachher dieses gelbe Pulver, Yellow Cake. Und das ist die umweltfreundlichste Art und Weise, eine Uranmine zu betreiben. Und Okay, also Schwefelsäure, Flugroute, Meeresroute, Öl ist nicht das Problem. Wirklich, ich bin ja Laie, aber wie hängt das jetzt alles zusammen? Bring mal die Fäden so zusammen, dass ich es auch verstehe. wir haben ja hier viel Wasser und das ganze Öl rundherum. Saudi-Arabien, Iran, Kuwait etc., Vereinigte Arabische Emirate. Und wenn sie das Öl raffinieren für Benzin, Diesel etc. aufbereiten, dann gibt es ein Abfallprodukt. Also wenn sie das Erdöl, das sie rausgepumpt haben, aufbereiten, gibt es ein Abfallprodukt. Ja. Dieses Abfallprodukt oder Nebenprodukt, nicht Abfall, dieses Nebenprodukt wird benötigt, um Schwefelsäure herzustellen. Was wir uns am ehesten vorstellen können, ist Schwefelsäure für Dünger in der Landwirtschaft. Ja. Und du musst dir jetzt vorstellen, die Regierung zum Beispiel in Kasachstan, das ist einer der größten Uranproduzenten. Der kann jetzt wählen, weil Schwefelsäure wird gebraucht für den Uranabbau und Schwefelsäure wird gebraucht für die Landwirtschaft. Und jetzt kann die Regierung wählen zwischen Hunger und die Leute auf der Straße oder Strom. Was wird gewählt? Hunger ist ziemlich das Übelste, was Menschen passieren kann. Deshalb sind sie blitzartig auf der Straße. Aber es ist ja nicht nur Landwirtschaft, sondern es wird auch in anderen Branchen gebraucht. Jetzt siehst du ja, dass diese Länder hier rundherum, diese Länder, Iran, Kuwait, Saudi,
die haben extrem viel Wasser. Aber das ist alles Salzwasser. Ja. Also sie müssen quasi das Wasser entsalzen. Machen die das regelmäßig sonst? Ja, die haben die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben rund 400 Entsalzungsanlagen. Okay. Und diese Entsalzungsanlagen brauchen sie, damit sie genügend Süßwasser haben, weil der Verbrauch in dieser Region ist 3-mal höher als in Deutschland oder der Schweiz. Aber ich denke, jetzt kommt gleich irgendein wichtiger Fakt, dass die dann nicht mehr betrieben werden können, wenn irgendwas wegfällt. Stimmt's? Ja, Ja? ja. Also du musst nicht die Ölraffinerie angreifen, du musst nur die Wasserentsalzungsanlagen kaputt machen. Das reicht, weil dann haben sie kein Wasser. Ich weiß nicht, wie du lebst ohne Wasser. Ja, es gibt immer noch Bier. Ja, Immer so. nein, Nein, ich Spaß beiseite. staune einfach, dass da immer von der Ölraffinerie die Rede ist. Das ist nicht das Problem. Ja. Das Problem, das diese Länder haben, ist Wasser. Okay, was sie ja eigentlich gelöst hatten durch die Entsalzungsanlagen, aber die Entsalzungsanlagen Brauchen eine Membrane. und Weil die Membran das von woher? Salzwasser wird mit hohem Druck durch eine Membrane gedrückt. Ja. Und die muss ja irgendwann gereinigt werden, diese Membrane. Und Okay. erstaunlicherweise braucht das Schwefelsäure. Ach so. Das heißt, wir kommen hier vom Öl über die Schwefelsäure zu Trinkwasser und dann Volksaufständen. Und was ich einfach extrem begrüße, ist, weil ja jetzt diese Straße hier Schwierigkeiten hat, muss man ja einen Ersatz finden. Okay. Und Und der Ersatz geht über Land. das heißt, wir hatten jetzt, glaube ich, schon gesagt, 2 Flugrouten nur noch. Ja. Eine davon über Russland, eigentlich dann, wenn man jetzt den allgemeinen Aussagen traut, nicht zu gebrauchen. Wir haben kaum noch Wasserrouten, richtig? Ja. Und jetzt bleibt noch eine Landroute nur noch? Oder hast du da noch eine andere Alternative? Ja, du kannst den mittleren Korridor wählen. Du kannst den mittleren Korridor Wo geht wählen. der genau lang? Wenn wir hier jetzt wieder schauen, dann haben wir hier oben Russland und der obere Korridor wäre Russland-Ukraine. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das möglich ist. Ja. Oder dass da das umgesetzt werden kann. Und unten haben wir Iran-Pakistan. Ist politisch auch nicht machbar. Ja. Also bleibt der mittlere Korridor, den wir hier haben. Der mittlere Korridor, ja, ich komme sofort. Der mittlere Korridor ist wieder Georgien. Ja. Und dann hast du hier natürlich Aserbaidschan, Armenien mit Bergkarabach. Der fällt weg. Ja, da ist ja eigentlich auch kein Problem, oder? Der Karabach. Man sagt, das Problem ist gelöst, aber jeder Georgier meidet diesen Übergang. Okay, also fällt weg. Und jetzt siehst du ja halt, Russland geht auch nicht, aber Georgien bietet sich ja an. Georgien, Aserbaidschan eigentlich nur noch, ne? Ja, und mit dem Ricotti-Pass ist ja das schon, du hast ja das jetzt mitgekriegt. Hier siehst du den grünen Streifen. Das ist ja Autobahn. Und dann kommt hier der Ricotti-Pass mit Sestafoni. Wird ja auch bald Autobahn, wenn ich jetzt richtig Das ist informiert fertig. bin. Nee, ich meine der Rest jetzt. Nein, das ist ja fertig. Google ist nicht aktuell. Ah, okay. Ich bin lange nicht mehr da rumgefahren. Also die Autobahn ist fertig. Du kannst durchgehend von hier über den Ricotti-Pass bis nach Marani, Samtredia. Hier hinten, das Ende der Autobahn ist Samtredia. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wie lange wohnt ihr hier und war damals die Autobahn schon fertig? Die Autobahn war noch nicht fertig, nein. Und wie lange wohnt ihr schon hier? 4 Jahre. Merkt ihr, was das Fünf. Merkt ihr, was das für Füchse sind? Die haben auf die Autobahn gesetzt. Nein, wir haben nicht nur auf die Autobahn gesetzt. Für mich ist das wie soll ich sagen, eine logische Entwicklung. Der Westen baut ab und der Osten baut auf. Du kannst die demografische Entwicklung angucken. Im Westen geht die Geburtenrate zurück. Im Osten haben sie Kinder ohne Ende. Ja. Also. Ich würde gerne mal wissen, warum das so ist. Ja. Warum die so viele Kinder haben. Und Schreibt es mal in die Kommentare. ja, jetzt gibt es im Prinzip diese Achse, die nach Anaklia führt. Das ist hier oben, Das ist ja bei Suktidi. kurz vor Abchasien, ne? Ja, und da bauen ja die Chinesen einen Tiefseehafen. Weil in Poti oder in Batumi können sie
diese Containerschiffe nicht andocken, Weil? die zu wenig tief sind. Okay, können wir das nicht in die Tiefe ausbauen? Ja, es ist einfacher, den Hafen von Anaklia zu nehmen, weil der schon diese Tiefe hat. Aha. Und jetzt ist man ja mit Hochdruck daran. Das heißt, Und wo das ausgeschrieben war, der Hafen von Anaklia, haben westliche Baufirmen nicht mal offeriert. Und dann musst du dich nicht wundern, wenn die Chinesen dann das Problem lösen und sagen, okay, dann bauen wir. woran liegt das? Also ich würde gerne mal wissen, woran das liegt, dass nicht mal ein Angebot abgegeben wird. An der Arroganz oder sie haben das Potenzial nicht gesehen oder was ist? Es ist Was ist Arroganz, es ist Ignoranz, es ist völlig eine verdrehte Einordnung der Sachverhalte. Aber die Medien erzählen da was und jeder springt auf, weil Georgien musst du nicht besitzen, Georgien musst du benutzen. Okay. Ja, also als Chinese mache ich mir das wirklich nicht zu eigen, Georgien zu besitzen. Es reicht mir, wenn ich die Straße habe. Es reicht mir, wenn ich die Schiene habe. Und für Putin, was will er mit Georgien anfangen? Er braucht einfach das Ventil, damit er die Subventionen umgehen kann. Und das reicht. Und das funktioniert. Und das funktioniert. Und wenn er da mehr will, dann kriegt er Ärger mit dem Chinesen. Ja. Was ja wieder gut eigentlich für Georgien ist, weil dann, wenn jeder es nur benutzen will und nicht besitzen, Ja. dann Ja. ist Georgien ja weiterhin Ja. in der Position, dass sie ihren Handel treiben können und trotzdem frei sind irgendwie. und mehr oder jetzt- weniger. Jetzt kommt ja noch etwas, das du eigentlich besser wissen müsstest als ich. Ich weiß ja nichts besser als du, das ist ja schon mal Du klar. müsstest das wirklich besser wissen. Iran oder iranische Investoren Ja. sind sehr populär in Batumi, sind sehr populär in Georgien. Und sie bunkern quasi wie die Deutschen in der Schweiz ihre Kohle bunkern Iraner ihre Kohle in Georgien. Also Iran wird Georgien auch nicht angreifen. Also, mal davon abgesehen, dass ich immer noch nicht weiß, warum ich das wissen soll, besser als du, haben wir jetzt Iran nicht, Russland nicht und Chinesen nicht, die Georgien angreifen. Und dadurch aber, dass Iran, Russland und China Interesse daran hat, so verstehe ich es, haben die anderen natürlich auch Probleme, Georgien anzugreifen, weil es dann Korrekt. Also große Mächte ich aufeinandertreffen. fühle mich hier so sicher wie in Abrahams Schoß, aber jedes Mal, wenn ich das den Menschen sage, schauen sie mich mit großen Augen an, weil diese Sicht, die ich habe, die haben nicht mal die Georgier. Welche Sicht haben denn die Georgier? Ja, sie demonstrieren ja immer noch wegen den bösen Russen. Ist da noch was los in Tiflis? Weil ich war lange nicht mehr Nach dort, aber wie hier vor, merke ich halt nichts. Nach wie vor, Echt? nach wie vor, nach wie vor. Aber es hat ja nichts mit dem Russen zu tun, sondern es hat mit diesen Liebmenschen, Gutmenschen zu tun. Sogenannte NGOs, die ihre Fälle davon schwimmen sehen, die plötzlich Rechenschaft abgeben müssen, was für Mittel das reinkommen. Also wir reden jetzt von den Non-Government Organizations, die ja so kennt man es in der westlichen Welt, von Regierungen finanziert werden, was ja schon wieder irgendwie it's in the name sich widerspricht, oder? Ja, aber Und hier wird es anders gelöst ja, mittlerweile. die Schweiz hat genauso Gesetze wie Deutschland, wie Frankreich, wie Amerika, weil ich will wissen, wenn sich irgendeine Organisation in meinem Land breit macht, Ja. dann will ich wissen, woher kommt die Kohle, wie heißt die Organisation. Und was Und das will ist damit nichts- bezweckt werden? Ja, und das ist nichts Neues. Nur wird hier eine große Geschichte daraus gemacht, weil man sehr viele, wie soll ich sagen, vom Gesetz von Russland übernommen hat. Ja. Und das wird einfach ausgebreitet und Putin oder Russland ist natürlich der böse Mensch, weil wenn Putin Ukraine angreift, dann ist er persona non grata, geht gar nicht. Wenn aber Trump mit den Israelis zusammen Iran angreift, dann ist alles in bester Ordnung. Also irgendwo, ich verstehe die Welt Naja, nicht. ich will es jetzt gar nicht in dieses Ich Thema find's- ausarten ich lassen, find's- aber, ich find's warte mal, einfach aber wir sind ja jetzt immer noch bei diesen Landweg. Wegen, Landweg und so und Ja. Geopolitisch, so habe ich es verstanden, ist aufgrund dessen, was du vorhin gesagt hast, Georgien in einer sehr guten Position, richtig? Georgien ist in Pole Position. Und wie schätzt du dann jetzt die Entwicklung Georgiens aufgrund dessen ein in den nächsten 5 oder 10 Jahren? Kann man das überhaupt Also sagen? ich aktuell? bin nach Georgien gekommen, weil ich die Chancen
einer positiven Entwicklung, wirtschaftlichen Entwicklung in Georgien höher einschätze als im Westen, in der Schweiz oder in Deutschland. Positive Entwicklung jetzt in Prozenten oder Grundsätzlich, weil ich sehe einfach, dass die Schweiz absteigt, dass sie immer mehr Skandale und Fehlleistungen produziert und Deutschland demontiert sich gleich selbst. Und ich sehe keine Projekte, die gemacht werden, zum mehr Strom produzieren. Ich sehe keine, wie soll ich sagen, Bitcoiner, Kryptos, Miners sehe ich nicht. Also dann hat es auch keinen billigen Strom. Wenn Strom teuer ist, kann nicht günstig produziert werden. Wenn nicht günstig produziert wird, werden die Materialien teurer. dazu will ich mal noch was sagen, Strompreis. Ich hatte letztens in den Kommentaren mal jemanden, der gefragt hatte, was hier der Strom kostet. Und daraufhin habe ich auf meine Stromrechnung geguckt und es waren, ich habe mich auch gewundert, umgerechnet irgendwie 6 Dollar Cent inklusive Umsatzsteuer. Privat war das aber jetzt. Ich weiß nicht, Industriestrom ist ja immer teurer als privat. Wie der dann ist, weiß ich nicht. Aber das Ja, und hat mich Georgien, erstaunt. Georgien produziert 80% des Bedarfs mit Wasserkraft und benutzt nur ein Drittel der Möglichkeiten. Das heißt, theoretisch wären sie dadurch ja auch autark. Ja. Was Strom angeht, und wenn sie das mit Wasserkraft machen, sieht es zumindest für mich jetzt so aus, als wären sie auch, was Wasser angeht, autark, richtig? Ja, also Wasser hast du sicher genug in Georgien. Und Kühe. Und Schweine. Also, Ja, aber durch die ganzen Schwierigkeiten ist natürlich jetzt dieser Landweg viel mehr ins Zentrum gerückt. Aber die Schweiz erzählt nach wie vor, Georgien ist ein gefährliches Land. Und ich muss euch also sagen, sicherer als in Georgien könnt ihr gar nirgends Ferien machen, weil es wird nicht angegriffen. Weil wenn es angegriffen wird, dann kommt der Chinese oder der Russe. und eins könnt ihr euch sicher sein, wenn ihr in Georgien Ferien macht und bei Gerold und Regina Ferien macht, dann werdet ihr sowieso nicht angegriffen, weil nach Marani kommt sowieso sonst keiner. Oder? Ja, In dem also Sinne. du sagst es jetzt richtig, oder? Wenn du jetzt schaust, hier ist ja die Karte und Tiflis, das hier ist das Zentrum. Also die Leute wohnen in Tiflis, in Batumi und in Poti. Und Der Kutaisi. größte Teil und dann noch Kutaisi. Und wir sind da noch weit abgeschossen, wir sind im Nirvana. Das haben wir uns bewusst gewählt. Wir sind 15 Minuten vom Flughafen weg. Ich habe Autobahnanschluss, ich habe Eisenbahnanschluss. Ich habe eine Vorlaufzeit, weil wenn es richtig turbulent wird, dann fängt das in Tiflis an. Ja, logisch. Und dann habe ich immer noch Möglichkeiten, Alternativen über Wasser oder über die Türkei rauszukommen. Ja, gut gewählt, Und würde ich ich sagen. muss nicht mit dem Flieger gehen. Und ich denke, die im asiatischen Raum sollten sich langsam überlegen, ob sie sich nicht einen Privatflieger kaufen. Der Gerold hatte jetzt noch als Schluss eine Sache, die er gern loswerden will. Und da würde ich jetzt gerne mal nochmal das Wort zurückgeben an meinen Gastherren hier. Erzähl mal, was ist das Ja, denn? ich finde es eine Unverschämtheit, dass das Eidgenössische Departement des Äußeren Reisewarnung ausgibt für Georgien, dass man Georgien nicht besuchen will. Und jeder, der irgendwie Ferien macht, macht sich dort auf dieser Homepage schlau. Und entsprechend haben wir wenig Anmeldungen aus der Schweiz. Macht zum Beispiel am 14. September eine Pilzwoche, sehr exklusiv, für 8 Personen. Da kommt kein Schwanz. Also ich komme. Ja, und das Departement des Äußeren macht einfach eine Reisewarnung. Und ich finde, wenn ich jetzt reise, dann würde ich Georgien als eines der sichersten Länder bezeichnen. Auch für eine Frau, wenn sie alleine reist. Ja, und auf welcher Grundlage machen die das denn? Was ist denn die Begründung? Ja, du hast ja jetzt gesehen, was ich mitbekommen, wie ich die Welt sehe. Ja, wie sehen die denn die Welt? Die sehen sie anders, der böse Russe, Krieg, Iran, Irak, Israel, das sind alles die bösen Menschen rund um Georgien. Okay. In dem Sinne, rund um Georgien mag es die bösen Menschen geben. Hier in Georgien gibt es natürlich uns. Und Also euch ich beid- möchte da noch wirklich jetzt intervenieren. Von 10 Menschen, wo man trifft, sind 9 gute Menschen. Und dieses System kannst du weltweit anwenden. Das kannst du in der Schweiz anwenden, in Deutschland, in Georgien, überall. Die positiven Aspekte der Menschen überwiegen. Aber die Nachrichten, die News, die Medien, die leben von Negativ, von Unsicherheit, von Angst. Genau. Und jetzt kann ich es also
ein Schlusswort doch nochmal, also jetzt habe doch ich das Schlusswort irgendwie gekriegt, darauf hinausführen, dass auch sogar um uns herum auch gute Leute sind und die besten natürlich hier. Und wenn ihr hierher kommen wollt zu uns nach Georgien, dann würde ich euch empfehlen, aus persönlicher Erfahrung, macht's bei dem Gerold und der Regina, die jetzt gerade hier nicht am Tisch sitzt. Und wenn ihr da Interesse habt, kann er euch bestimmt auch nochmal was über Geopolitik erzählen. Also einfach, wenn Gäste zu uns kommen, bitte mindestens eine Woche, 10 Tage. Weil wir haben keine One-Night-Stands hier in Hofmarani. Genau. Die sind ja auch schon beide vergeben. In dem Sinne, macht's gut. Ciao.